Es ist 5:39 Uhr morgens, ja, es ist noch Nacht draußen. Mit AirAsia von Chiang Mai nach Bangkok. Wir haben gleich Boarding und AirAsia fliegen wir jetzt zum ersten Mal und ich bin mal sehr gespannt, wie der Flug wird. Also kurz zum Flughafen in Chiang Mai hier, der ist relativ übersichtlich, ist nicht so groß und um die Uhrzeit ist tatsächlich auch nicht sehr viel los. Also wir sind super easy durch die Kontrollen gekommen, da war eigentlich außer uns kaum jemand da und ja, ging eigentlich relativ schnell. Wir hätten tatsächlich gar nicht so früh am Flughafen sein müssen. Ich glaube, so 1,5 Stunden vor Flug hätte auch gereicht. Aber so haben wir zumindest noch ein bisschen Zeit gehabt, haben einen Kaffee getrunken. Und Boarding geht jetzt dann in circa 5 Minuten los. Ja, bisher ist es ein recht ruhiger Flug, noch keine Turbulenzen gehabt, sehr angenehm. Ich hoffe, die kommen nicht, weil ich bin kein Fan von Turbulenzen. Aber bis jetzt war alles ruhig und wir freuen uns jetzt erstmal auf einen Kaffee. Also natürlich die unter uns, die nicht schlafen. Also man sieht schon, die Sitze sind schon sehr bequem, also sehr weich und ja, kann man schon machen. Und jetzt geht schon ein bisschen los mit dem Gewackel. Was ich irgendwie recht witzig finde, was ich auch noch nie gesehen habe in einem Flieger, ist die Gepäckablage. Da ist überall Werbung drauf. Und zwar gesamten Flieger von hinten bis ganz vorne haben die sich halt mal einfach gedacht, ja okay, bevor das da einfach weiß bleibt, wie es eigentlich so üblich ist, wie man das so kennt, packen wir da Werbung drauf. Finde ich irgendwie lustig. Es ist auf jeden Fall ein bisschen bunter wie sonst. So, wir haben dann natürlich noch den Tisch, den ausklappbaren. Der ist relativ groß, aber wenn man dann ein bisschen mit den Knien hier andockt, dann ist es ein bisschen schwierig, den Tisch runterzuklappen. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem. Also da muss man dann, wenn man recht groß ist, doch seine Knie irgendwie dazwischen reinhängen. So, jetzt gibt es auch schon das Frühstück, relativ früh, also ungefähr 15 Minuten nach Start. Aber nachdem es ja eh nur ein 1-Stunden-Flug ist, hat man da sowieso nicht viel Zeit. Und bei AirAsia ist das so gewesen, dass ich beim Buchen schon gefragt wurde, was wir denn für ein Essen haben möchten. Das ist also nicht so, dass sie hier eine Auswahl haben und fragen, was man möchte, Chicken oder Rind, sondern man muss das beim Buchen schon entscheiden. Heißt also, dass sie genau wissen, wie viel Essen sie mitnehmen und da bleibt dann auch nichts übrig. Und wir haben jetzt Pad Thai bestellt. Und das werden wir jetzt mal gleich probieren. Vom Start. Ja, so. Das ist überraschend gut. Partei im Omelett Mantel. Dazu 2 Schrimps zur Soße. Also besser als so viele essen Beilagstücke. Ja, ich werde es jetzt dann auch mal probieren. Also mit dem Tisch hier ist es doch ein bisschen beengt, aber das Essen sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und das Portal ist in so einem Omelett eingewickelt, habe ich so jetzt auch noch nie gesehen bis jetzt. Aber es riecht schon mal fantastisch und ich bin mal gespannt. Sehr gut. Echt gut gemacht. Ein bisschen scharf. Könnte auch von einem Stand oder einem Restaurant sein. Also schmeckt nicht wie übliches Flugzeugessen. Gut gewürzt.
Ja, also ich würde sagen, Essen auf jeden Fall 5 von 5 Punkten. Mm. So, bei diesem kurzen Flug ist standardmäßig jetzt kein Essen dabei, aber man kann das ja mitbuchen und ich glaube, das war nur ein paar Euro für alle. Deswegen dachte ich mir, ja, wir fliegen so früh los und da ist ein Frühstück vielleicht gar nicht mal schlecht, weil am Flughafen war noch so gut wie nichts offen, außer McDonald's und naja, also da habe ich dann doch lieber hier so ein leckeres Partei. Auf jeden Fall hat es sehr gut geschmeckt und für das, was ich gebucht habe, für die paar Euros, war auf jeden Fall sehr lecker. Und da ist jemand müde. Wir haben jetzt so noch knapp 40 Minuten bis zur Landung in Bangkok und bisher war eigentlich alles super. Die Crew, die ist sehr freundlich, sehr nett und ja, wie man es halt in Thailand kennt. Die Menschen sind alle sehr freundlich und zuvorkommen, lächeln immer. Also wirklich Top-Crew auf jeden Fall. So schnell ging der Flug, jetzt sind wir auch vorbei. Wir sind jetzt schon im Landeanflug und die räumt gerade noch alles auf, aber wir sind Entschuldigung, nicht Landeanflug, sondern im Sinkflug. Der Landeanflug kommt erst danach. Auf jeden Fall die Crew räumt schon alles auf, also die sind auch wirklich zackig. Und es geht jetzt schon in Sinkflug runter. Und ich denke, so in circa 15 Minuten ungefähr werden wir dann in Bangkok landen. Ja, es war auf jeden Fall ein angenehmer, muss ich sagen. Leckeres Essen, nette Crew. Manko, der Abstand zum Vordersitz, wenn man ein bisschen größer ist. Aber gut, das ist ja bei den meisten Kurzstreckenfliegern ja so. Das ist ja jetzt super Kurzstrecke mit nur einer Stunde Flugzeit. Deswegen, okay, muss man halt durch. Wenn man jetzt aber größer ist als 1,85 Meter, wie immer bei so kleinen Fliegern, könnte es sehr, sehr beengt werden. Aber ansonsten top. Jetzt befinden wir uns gerade im Landeanflug auf Bangkok und zwar auf den Flughafen Don Muang, nicht Suvarnabhumi. Das ist der internationale Flughafen. Don Muang ist auch international, aber es ist der ältere Flughafen. Der wurde früher genutzt für Flüge von Europa nach Bangkok. Kommt man immer in Suvarnabhumi an. Und wir landen jetzt in Don Muang. Da war ich auch noch nie. In ein paar Minuten, wir sind gerade im Landeanflug und wisst ihr, was auch total cool wäre? Ein Abo und ein Like, falls euch das Video gefällt. Wir fliegen jetzt von Bangkok nach Siem Reap, das heißt von Thailand rüber nach Kambodscha, weil wir uns Angkor Wat ansehen wollen. Und dazu fliegen wir mit einem sehr kurzen Flieger mit Air Asia und testen mal die Airline, wie gut die so ist und was die taugt.